Hi, ich zeige dir, wie du dir dein eigenes individuelles Zigbee-Gerät am Beispiel einer RGB-Lampe selber bauen kannst. Mit dem ESP32C6 ist das super einfach möglich. Hier links haben wir den einmal dargestellt. Wie gesagt, jetzt an dem Beispiel einer RGB-Lampe, und hier auf dem Board haben wir eine RGB-LED drauf, was das Ganze relativ einfach zu demonstrieren macht. Das Besondere an dem ESP32C6 ist jetzt hier, dass er eben Wi-Fi 6 kann mit 2,4 GHz, Bluetooth 5, Thread und Zigbee und damit eben auch die Möglichkeit auf Matter bietet und das Ganze eben mit einem RISC-V Single-Core Prozessor. Was ich jetzt eben noch gesehen hatte, als ich so ein bisschen auf der Espressif-Seite unterwegs war, dass es hier demnächst einen neuen ESP32 in der C-Reihe geben wird, nämlich den C5. Und dieser C5 wird dann in dem Wi-Fi 6 Standard sogar die 5 GHz unterstützen. In einem Zigbee-Netzwerk gibt es verschiedene Teilnehmer. Es gibt einen Hauptteilnehmer, quasi dieser Koordinator. In der Regel ist das irgendwie eine Art USB-Stick in einem Raspberry Pi oder in einem Server oder so, der eben dieses Netzwerk aufmacht und danach die Rolle eines Routers übernimmt. Und dann gibt es diese Router, die auch quasi Signale von anderen Geräten noch weiterleiten können und so. Und dann gibt es diese Devices, End-Devices auch genannt, die können eben Nachrichten nicht weiterleiten. Aber wie sieht denn jetzt eigentlich so diese Softwarestruktur auf unserem ESP32 aus? Und zwar haben wir hier in grün diese Zigbee Node, also unseren ESP. Und in dieser Node kann man verschiedene Endpoints aufmachen, also mehrere Endpoints. Wenn man beispielsweise mehrere Geräte hat, die man also mehrere Sensoren hat, die man mit einem ESP zum Beispiel per Zigbee zur Verfügung stellen möchte. Und in diesen Endpoints gibt es dann wieder Cluster, die dann wieder Attribute haben, und diese Attribute sind im Endeffekt dann diese Variablen, die dann eben die Werte beinhalten. Hier das Ganze dann nochmal anhand eines Light Endpoints. Hier sind nochmal diese Cluster zu sehen, die dann hier eben verschiedene Namen haben und dann die Attribute in sich, wie zum Beispiel die Zigbee-Version oder dann hier auch der Status der Lampe ein oder aus. Hier jetzt nochmal meine GitHub-Seite. Hier habe ich dann 3 Beispiele. Einmal dieses normale Licht, einmal das RGB-Licht und einmal einen Multiple Endpoint. Hier habe ich das Ganze mal getestet mit so einem SCD30-Sensor, der kann CO2, Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen. Hier auf GitHub könnt ihr dann hier unter diesem grünen Punkt Code euch diese ZIP herunterladen, dann habt ihr hier gleich alles wunderbar beisammen. Wenn ihr das Beispiel der RGB-Lampe dann hier aufgemacht habt in Arduino, dann müsst ihr erstmal noch in die Einstellungen und hier diesen Additional Board Manager URL hinzufügen, damit ihr auch die Bibliothek für den ESP32 euch herunterladen könnt. Link dazu ist natürlich unten. Danach dann hier auf diese Boards Manager und dann hier ESP eintippen. Dann taucht hier diese ESP32 bei Espressif Systems Version auf. Je nachdem, welchen Link ihr dann jetzt hier habt, gibt es hier irgendwelche Betas noch mit dabei. Die hatte ich vorhin mal getestet, funktioniert nicht so gut, deswegen habe ich hier jetzt mal die 307 genommen. Und danach dann hier oben unter Tools Erase All Flash before Sketch Upload. Das habe ich mal auf Enabled gestellt. Partition Scheme, also die Partitionen des Flashs, müssen hier dann auf Zigbee, also Zigbee Coordinator oder Zigbee Router gestellt werden. Und auch der Zigbee Mode muss hier auf Koordinator und Router gestellt werden. Natürlich spezifisch für dieses Beispiel hier, weil ich hier eben diesen Router-Modus verwendet habe. Und danach eben hier oben ganz normal euer Board auswählen. Ich suche jetzt hier mal nach C6 und den USB-Port. Dann auf OK und dann einfach auf Upload.
So, nach dem Upload gehen wir dann in Home Assistant. Und dann kann ich hier unter Home Assistant in den Settings, Devices and Services, in dem Zigbee unten rechts hier mein neues selbstprogrammiertes Gerät hinzufügen. Zack, und da ist es. Das geht relativ schnell in der Regel, einfach automatisch, und dann kann ich dann hier draufklicken und auch testen. Und dann geht hier neben mir die Lampe auf, an und aus. Genau, in verschiedenen Farben. Hin und wieder kann es auch zu Schwierigkeiten beim Hinzufügen kommen. Dann nochmal sicherstellen, ob ihr in Arduino auch hier oben diese ganzen Modi alle richtig ausgewählt habt. Und dann kann es auch nochmal sein, dass ihr eventuell etwas näher an euren Koordinator ran müsst oder an einen anderen Router, damit euer Zigbee-Gerät, euer ESP sich auch einloggen kann in das Netzwerk. Aber was ich jetzt eben noch gesehen habe, dass von Espressif gibt es jetzt neue Beispiele, unter anderem auch neue Zigbee-Beispiele, und hier gibt es eben auch jetzt eine Color Dimmable Light Version für ein solches Beispiel. Das mache ich mal eben auf und dann gucken wir uns das mal an. So, da werden wir begrüßt von Copyright und wähl auch bitte deine richtigen Modi und so weiter. Und der Code ist auf jeden Fall sehr viel kürzer, sehr viel übersichtlicher. Allerdings wird es wahrscheinlich so sein, dass viel in der Bibliothek hier, in der Zigbee Core Bibliothek festgecodet ist und man dann eben hier reinschauen muss, wenn man dann noch Anpassungen vornehmen möchte. Allerdings, ja, ist es doch schon mal cool. Es ist auf jeden Fall deutlich weniger Code hier, sagen wir mal 104 Zeilen im Vergleich und 104 minus 30 von den Kommentaren. Auf jeden Fall deutlich weniger als bei dem anderen Code von mir hier. Wenn wir hier nochmal reinschauen. Da waren das doch ein paar mehr Zeilen. Also hier waren es allein schon 104 Zeilen, aber dann gab es noch den Action-Händler und auch den Light Driver. Na gut, der Light Driver, den hätte man bestimmt auch noch ein bisschen kürzen können. Vieles davon ist natürlich auch nicht von mir, sondern irgendwo zusammen kopiert. Und dann hier der Signal-Händler, was habe ich hier gesucht? Genau. Also ist auf jeden Fall schon deutlich kürzer geworden. Ist super. Super cool. Ja, ich bin auf jeden Fall noch gespannt, was hier mit diesem C5 dann alles noch so machbar ist in 5 GHz. Ob sich da noch irgendwas anderes tut, ob es da noch irgendwelche anderen Anpassungen gibt und so weiter. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann schauen wir uns das auf jeden Fall noch gemeinsam an. Bis dahin, ciao.